Willkommen zurück zu Tales of Arise. Ja, uns hat sich ein neues Gebiet erschlossen. Ich bin schon gespannt, dieses zu erkunden. Aber zuvor habe ich noch ein paar Monster-Infos, die ich nicht gelesen habe. Der ausgemergelte Wolf ist der neue, ne? Der ganz neue. Ein Wolfzeugel, der in Mahaksar eingesetzt wird. Er stellt Gegnern mit spitzen Krallen nach und beißt sie mit messerscharfen Zähnen. Er ist hochintelligent und weist ausgezeichnete Reflexe auf. Planlose Angriffe sind Zeit- und Energieverschwendung, da er sie mühelos pariert. Ein besonders großer Zeugel, der über die anderen ausgemergelten Wölfe herrscht. Er kämpft größtenteils wie ein herkömmlicher ausgemergelter Wolf, aber mit einem bulligen Körperbau. Oh gut, das ist mehr oder weniger selber Text bei dem Vieh, ne? Der Pfeilhabicht zum Habicht ist ein bisschen anders, okay. Ein noch gewaltigerer Habicht, wie schon das dunkle Gefieder und die roten Augen nahelegen. Seine Grundbewegungen und Taktiken sind gleich. Er stützt sich auf seine Beute und fliegt in die Höhe, um seine eigenen Federn wie Pfeile abzuschießen. Ich glaube, mittlerweile brauche ich wirklich nicht mehr jeden mit, außer die kommen wirklich ganz neue rein. Den haben wir schon mal gelesen, weil er im Kolosseum war. Ja, das ist der Zeuge, der Windenergie hat. Ich glaube, ich lese ab jetzt nur noch die Sachen vor, die wirklich erheblich neu sind oder tatsächlich durch Bosse sind. Wie er zum Beispiel. Mysteriöser Schwertkämpfer. Ein pechschwarzer Schwertkämpfer, der die Gruppe am Berg Diara angriff. Er schwingt ein Langschwert und überrumpelt mit seinem kaum fassbaren Kampfstil. Er weiß genau, wann er angreifen und wann er ausweichen muss. Aus unerfindlichen Gründen scheint er eine besondere Abneigung gegen Aufwand zu empfinden. So, sonst hatten wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Gut. Ja, ich glaube, ich weiß nur noch die Monster mit, die auch wirklich was Neues sind. Oder halt die Bosse und Spezial-Elite-Gegner. Weil so sehr unterscheiden sich die Geschichten jetzt nicht zwischen einem Habicht und einem Pfeilhabicht. Was hier auch Sinn macht. Gut, wir sind noch ganz am Anfang hier. Das heißt, erstmal gründlichst absuchen. Irgendwo wird hier auch eine Eule sein. Die haben wir auch schon gesehen, tatsächlich von Weitem. Ich erinnere mich gerade. So viele von diesen nervigen Habichten. Ist das der Weg zum Wald wohl? Ich will da natürlich eigentlich noch gar nicht hin. Nee, ich glaube, das ist eher der Weg zum See. Und die Eule ist da oben, ich weiß. Keine Sorge, Rudel, die holen wir auch noch. Ich will nur kurz hier hin, damit ich weiß, was das ist und wie das heißt. Ich hoffe, dass ich dann direkt wieder umdrehen kann, weil weitergehen will ich eigentlich noch gar nicht. Storytechnisch. Okay, das geht ein gutes Stück rein. Hier gibt es auch einen Angelplatz und mehrere Sachen zu erkunden. Das ist nicht der Wald, das ist der See. Dann würde ich sagen, erkunden wir den. Und offensichtlich ist am See auch eine Eule. Die werden wir durch Brüchen einsammeln. Da das hier eine Sackgasse ist, würde ich sagen, das ist perfekt für uns. Zum Erkunden. Ja, guck mal her. Lass mal warm werden, Leute. Your reflexes will not serve you well here. Take this! Try this! I'll face you! Prepare to be seized, O fleet of horses. Actually, perhaps bound is more appropriate. Less talking, more doing. I'll face you! Win! This one's got your name on it! Ashes to ashes, a merry distraction. There's still more to go. No further! Annihilation! Do it! Seismic rupture! Seismic Rupture. Small, but a victory nonetheless. Ist We das have hier a ein long way yet to go. spezieller Gegner oder ist das einfach nur von Natur aus so groß? Na, du willst als Einzelner Habicht gegen uns kämpfen? Mal gerne. Retreat if you know what's good for you. Das kannst du haben. Here Back into everlasting darkness. Negative gain. Airborne beast. My specialty. I'm all stuck up. Flying freaks. Why can't they just sit still? Xion, can you take care of them? No sooner said than done. Our superiority was undeniable. It feels invigorating to dominate a battle. I was certain I saw you yawn. Come now, I'm certainly not that relaxed. Ich mach die beiden eben platt, bevor ich den Großen angreife, damit die beiden nicht bei ihm mitkämpfen. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Rotating pile driver. Not so fast. I'm out of ammo. I'm not so good with airborne targets. Begin. Gemini offload. Pesky airborne scoundrels. Sounds like a job for yours truly.
Can you take it? Do it! Blow them away! So I still had room to grow. War so ein Level-Up wert. Der sieht jetzt nicht wie ein sehr gefährliches Monster aus, aber er ist, glaube ich, das größte Monster, was ich bisher gesehen habe, was nicht sehr gefährlich ist. Und vielleicht ist es doch ein gefährliches und dann sollte ich lieber speichern. Ihr sagt auch nichts dazu, deswegen... Eigentlich ist das diese Unsichtbarkeits-Echse so ein bisschen, ne? Gruselzilla, im Ernst? On your knees. It can Oh hide Gott. itself. Ja, nicht nur halten, teleportieren anscheinend auch. It's time. Mir scheint erdresistent zu sein. I feel kind of funny. Nein, nein. Yeah, you're looking funny too. Ja, ja. Das ist nicht gut. I should probably do something about that. You missed. Elusive deity. Rotating pile driver. Ist kein Boss, aber das Ding ist super stark. Why'd you heal me? To stop you dying? Right. I'll thank you. This isn't ideal. I'll thank you. Shattering rising fire. Elusive deity. Burn in hell. Heal. I'm on a roll now. Double demon fang. Rising wyvern. Can you take it? Hurricane storm. I'm just getting started. Slide. Mega ray! Double demon fang. Water! Elusive deity. Come on, begin. Healing circle! Begin. So much for sitting this fight out. That wouldn't be a complaint, my dear. Nope, that'd be silly. I'll heal you! Thank you. Everlasting darkness. Negative gate. Can you take it? I'm on focus. I'll thank you. Can you take it? Armor won't save you. Not so fast. This one's mine. I'll grind you into dust. I'm on it. Pierce through. I'll thank you. Don't get carried away. In your face. Can you take it? Can't end here. Forgive me. This is my fault. Okay, dieser Gasgriff hatte mehrere Instanzen. Erst bin ich ausgewichen, der zweite hat mich getroffen, aber egal, wir schaffen das auf jeden Fall. Now I'm in the groove. Benediction light. Mega ray! Heal. Another incantation ruined. Stop its charge! Thanks, Kisara! Ich wollte gerade sagen, ja. I'm grateful. Can you take it? Indoor side light spear. Dragon swarm. I'm grateful. In a bind. Nein, das war doof. I can carve through armor. Demon fang. Can you take it? Do it. Kisara. All yours, Kisara. Ganz ehrlich, der war schon eigentlich so stark wie so ein Miniboss, ne? Aber er war kein Miniboss, was ich sehr beunruhigend finde. We can really make weapons with this? Und Echsenflosse ist auf jeden Fall wertvoll, das freut mich schon mal. Ja, den muss ich nicht nochmal machen. Das reicht mir, ganz ehrlich. Danke für die Echsenflossen. Ich hoffe, das sind die einzigen Echsenflossen, die ich je brauchen werde. Der war ziemlich tough und ich habe nicht mehr viel AP übrig. Aber hier war irgendwo ein Rastpunkt auch, ne, oder? Oh, das ist noch so ein Ding. Wir sind einfach ganz normal hier beheimatet. Ich meine, ich mag große Monster, aber keine großen Monster, die mit Schadenseffekten um sich werfen. Darauf kann ich eigentlich in der Regel ganz gut verzichten. Ich bin ehrlich, das erinnert mich so ein bisschen an den Bereich, also nicht ganz, aber ein bisschen an den Bereich, wo wir ganz am Anfang waren, als wir aus dem ersten Gebiet rausgelaufen sind mit dem See und diesen Wildnisklippen oder dem Meer, wie auch immer. In diesem Fall ist es ja ein See scheinbar. Okay, wir speichern einfach mal, dass wir den besiegt haben. Ich bin auch ein bisschen geschockt. Das ist da oben, habe ich gar nicht aufgehoben, ne? Ich sehe es gerade. Und da ist noch etwas am Leuchten. I think Kuro's hungry. Funny. I could have sworn that was your stomach making all the racket. War da vorne in der Ecke auch irgendwas drin, oder? Nee, okay. Hätte ja sein können. Gut, da waren wir. Da ist eine Kartenaktion, interessanterweise. Mal gespannt, welche das sein wird. Vielleicht Heilung an der Stelle eher. Makrele. Is the blazing sword okay? A little water's not going to hurt it.
Wie immer. Kann man da reinschwimmen in den Turm? Nee, oder? Doch, das sieht fast so aus. Man kann tatsächlich reingehen. Ich höre auch viel rumgrummeln und zorneln. Einige nervige Elementare. Die mache ich eben platt. The true power of the blazing sword. It's only as strong as the one who wields it. You truly mean that? Thank you. Ich höre die Eule. Und zwar von dieser Überführung aus, dieser Brücke, diesem Durchgang zum Tor. Der könnte natürlich da oben irgendwo drauf sein, da kämen wir mal noch hin, das heißt, man müsste... Wie kommt man denn da hin? Ah, hier, am Ende erst, glaube ich, irgendwie hin. Der ist da oben wahrscheinlich drauf oder so, nehme ich mal an. Ja, ich sehe ihn aber auch jetzt schon, aber ich komme nicht an ihn ran. Okay. Eine Flatterfalle. Ein Metallköder mit niedriger Dichte ist auf dem Unterwassersog angewiesen, um herauszuflattern und Fische anzuziehen. Da haben wir tatsächlich schon einen weiteren Köder. Jetzt habe ich schon irgendwie 3 Stück. Ja, ich meine sogar 4 Stück, ehrlich gesagt. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal hier weg, weil hier geht es nämlich noch einen großen Stil weiter. Wer weiß, ob hier noch irgendwie ein Supergegner auf mich wartet. Ich sollte erstmal zum Rastplatz zurück. Das wäre auf jeden Fall besser. Oder zurück ist ein falsches Wort, überhaupt mal dahin, ne? What a rush. Hier sind viele von diesen Dingern, ey. Mein Gott. Muss ich aber nicht haben. Judging by the stench, I'd say the animals at the ranch are all grown now. Die Frage ist gerade für mich, ob ich mit der HP es noch schaffen würde, den Auftrag zu erfüllen hier vorne. Ich versuch's mal. Weil dann kann ich mich danach füllen. Das ist ja sinnvoller, als wenn ich mich jetzt davor fülle. Und es dann eh wieder abgeben muss. Zum Teil. Or are there a lot of big zoogles in this area? Nee. No, I noticed that too. There's plenty of food and water to go around here. Ja, 37. For a Zoogle, this just might be paradise. Great, that's exactly what I wanted to hear. Wir kommen gleich wieder. What do you say we check back in on the ranch? Tun wir gleich beim Händler, ist okay. Aber erstmal lagern wir jetzt in Ruhe. Echt ein großes Stückchen, da wird es Is optional. there a reason you're looking at me so intently? Shion's kind of turned into the local fashion critic in our group. So this is what lords like you wear. Certainly looks the part. I can tell at a glance what high quality everything is. It's not often Shion's that impressed. You wear a lot of rings too, don't you? They were a gift, purchased rather cheaply, or so I was told. What's your definition of cheap exactly? I believe it was around 100 to 200,000 gold. What? If my wolf head cost 10 gold, then that'd mean... Holy crap! They cost 1,000 times more?! 10,000 times more. Heiliger Wumsel. If he sold those things off, I bet he could build a damn mansion with them. At the very least, he'd never go hungry the rest of his life. You're all beginning to sound alarmingly interested in my rings. Wir haben auch noch ein neues offizielles Gespräch. Die Macht der Gewohnheit. Dohalim, your spare bracers were getting dirty, so I polished them up along with the rest of your equipment. Why, thank you, Kisara. I greatly appreciate that. Maybe it's just my imagination, but you sure seem to fuss over Dohalim a whole lot, Kisara. It is a little strange. Almost like you're still in his service. Really? That's certainly not my intention. Besides, he's not the only one I'm like that with. Hey, Law, I saw your clothes were starting to get holes in them, so I stitched them back up for you. Oh, wow! Thanks, Kisara. Point taken. Do you just like looking after people? I wouldn't go so far as to say I like it, but I get anxious if I don't. I'd always like to help if I can. It comes naturally to me. Back in the day, Miguel and I used to look after the younger kids a lot, so that's probably where it comes from. He taught me everything I know, and I mean everything. How to cook with wild plants, how to sew clothes so they'll last. Without him, we never would have been able to survive. However, you're not a lord anymore, Dohalim. You need to get used to the idea that people aren't just going to wait on you hand and foot.
Yes, you're absolutely right. I'm ashamed to admit that I felt no qualms about her doing all that for me. As both a Renan and especially as a lord, one becomes too accustomed to those beneath you tending to your every need, both Renans and Danans alike. Sure, that's how all you Renans are probably raised. But just to be clear, we're not your servants, Dohalim. Got that? Absolutely. Moments such as this provide me with ample opportunity to confront my unease. It is difficult to tend with my own motivations. What do you mean? The truth of the matter is that my espousal of coexistence in Menancia hardly came from an idealistic place. That instinctive unease I feel deep within serves as a reminder for what it is that all of us here fight for. Don't be so hard on yourself. No one's going to abandon you if you aren't always perfect. Looking at her now, I think she's more like his mom than his servant. Kassensturz. What's up, Kisara? You look concerned. Oh, no, it's just... I'm looking at our finances and they seem to have taken a nosedive. I don't remember us making any big purchases, though. Ah, that may be because I borrowed a small amount to purchase something the other day. I don't think you can call spending more than half of our money a small amount. Half? Dohalim, what the hell did you buy? As it so happens, I came upon a rather special object that I've long been searching for. Are you talking about that junk? I mean, that unique-looking trinket you're holding? Whoa, is that a... Indeed. It is a lost artifact from ancient Danan times. Most likely, it was used for some sort of rite or ritual. Ever since we Renans conquered Dana, such objects have been disappearing. I simply want to do my part to help preserve both our people's storied histories. Well, if it's to preserve Danan history, then I guess we can maybe look the other way. Just this once? I don't know. Why spend money on something that won't even keep us fed? More to the point, we all contribute to that money. I don't like the thought of anyone dipping into it without saying anything. You must understand. Had I let that opportunity pass me by, I'd never have come across this item again. Dohalim, maybe no one taught you that money doesn't grow on trees. I may have been a lord, but I realize that much. It's not enough to simply realize it. You have to internalize the concept too. Even after all this time, you still have no real sense of money. Our funds aren't your personal wallet. We camp outside and eat grass for dinner to try and stretch every last gold we have. You never know when we may need it. I don't think we're so poor that we have to eat grass or anything. Shut up, Alphen. Shutting. Let's just agree to not spend too much or be too thrifty for our own good. Der Erdmeisterkern. Alphen, your blazing sword draws its power from Shion's Fire Master core, right? So I'm told. Then why don't you use yours, Dohalim? You mean my Earth Master Core, yes? Yeah, I mean, you still carry it around with you, don't you? I do. Each Master Core contains the astral energy harvested from Danan's slaves over the course of the last 3 centuries. Though only a select few qualified people, namely the Lords, can wield them, they nevertheless hold too much power to simply abandon. If only the Lords are supposed to be able to use them, how come Alphen and Shion can use theirs? That may be because Shion has embedded the Fire Master Core within her body, something which wouldn't have occurred under normal circumstances. Okay, but why do you still carry yours around? Just as Danans see Master Cores as symbols of the lives and resources robbed from them, so too do I view mine as a symbol of our lasting sins. The pain and agony wrought upon this world by my predecessors, as well as the injustice enabled by my own inaction, are all housed within my Master Core. It is a testament of all that I have done wrong. It cannot ever be used again, nor fall back into the wrong hands. Dohalim. You didn't differentiate between the deaths of Danans and the deaths of Renans. Danans and Renans both spill blood and languish in agony all the same. I just couldn't bear to hear it any longer. That's all. Little late for that. So, nun dürfen wir endlich rasten. Kochen wollen wir natürlich auch noch. Auf keinen Fall Grillhähnchen, das macht man einmal und nie wieder gefühlt.
Ich hoffe, wir kriegen noch andere Hühnerrezepte. Was nehmen wir denn mal? Erhöhte Verteidigung M. Curry hatten wir noch nie gegessen, ne? Wir haben bisher auch nicht sehr viel Reis, ehrlich gesagt, aber das ist in Ordnung. Curry roh aus verschiedenen Gewürzen, die über Reis gegeben werden. Das habe ich schon mal gelesen, fällt mir gerade auf. Dauer reduzieren finde ich ganz blöd, also machen wir mal Kocheffekt hoch. That came out great. Everyone's gonna be real surprised. Sieht nicht verkehrt aus. Würde ich mir jetzt auch gönnen. Wir dürfen noch mit jemandem reden. Ich bevorzuge Rinwell einfach mal. Rinwell, mind if we chat a little? I noticed you haven't been training Hootle lately. Is he doing okay? Yeah, he's fine. He's been catching fish with Kisara, and he seems to be adjusting his diet on his own, so I'm not as worried as before. Maybe that's his way of pitching in, so you don't have to do everything for him. Yeah, maybe. I guess at some point he started taking a shine to everyone too, just like they did to him. You sound like you're okay with that. Yeah, more than okay, really. It feels natural having Hootle and everyone around. I know what you mean. We all support and take care of each other in our own ways. It's starting to feel like we're almost a family. Huh, I hadn't thought of it like that. So does that make you everybody's dad? Do I really look that old to you? Huh? You don't like that? Okay, how about you be the big brother? Shion is the big sister, and Kisara can be our mom. Well, then how about Dohalim for the dad? I don't really get that kind of vibe from Dohalim. He's more like an uncle. An old uncle, who's too preachy and snarky for his own good sometimes. And as for Law... Well, Hootle took the little brother role, and Law's definitely not the dad. This is hard. Oh! Law can be the pet dog! A dog? Do dogs really count as part of a family? Of course they do! If an owl can be part of our family, so can a dog. When you think about it like that, we have a pretty fun family. Yeah, a pretty big one as well. That's why I like it so much. I wish we didn't have to do anything dangerous. I just want to keep traveling the world with you guys the way we are right now. You okay? Oh, it's nothing. Actually, I think I'm gonna go practice with Hootle for a bit. Ja, das Hündchen also, okay. Hootle, let me know if you sense anything. Ja. Gut. Wir kommen voran. Another day, another gold. Ich würde gerne auch fischen hier, wenn ich jetzt hier schon einen neuen Fischort entdecke. Ob ich das überhaupt schaffen kann, ist die andere Frage. Ich habe das Gefühl, ich brauche wahrscheinlich eher mal eine neue Route. Was auch mit unserer Stadt geschieht. Selbst wird alles in sich zusammenstürzt. Die Natur wird es sich zurückerobern. So, ich mal kurz bei dir eben schauen, ob ich irgendwas Sinnvolles machen kann. Momentan sind 40 GD ist übrigens voll. Ich kann ein bisschen was verkaufen. Das macht sicherlich Sinn. Hier können wir nur einen Stab machen mittlerweile. Einen der Finsterarts verstärkt. Der aktuelle versteckt Erdarzt. Das fand ich ja eigentlich ganz sinnvoll, ne? Weil ich mal auch davon ausgehe, dass wir hier noch Windgegner treffen werden. Und momentan ist es noch nicht so schwer, außer die Elemente, aber hey. Aber insgesamt ist der Stab natürlich besser. Aber wenn ich einfach nur einen besseren Stab haben möchte, könnte ich auch auf den hier warten. Wir haben zwar auch einen Finsterniszauber, aber ich glaube, ich warte einfach mal auf den hier. Den wollte ich sowieso bauen für ihn, ne? Mir fehlten dafür nur diese windgepeitschten Mähen, die habe ich mittlerweile. Also bauen wir jetzt einen verbesserten Mahlzahn. Sieht vor allem besser aus als das goldene Langschwert. Das sieht irgendwie schrecklich aus. Ich finde das übrigens, das müsste ich mal loben, dieses Spiel. Ich denke immer drüber nach, wenn ich das in Sequenzen sehe und vergesse es dann wieder. Ich muss es loben, dass in den Sequenzen die Waffen auch immer angezeigt werden. Also tatsächlich die Waffen, die man auch besitzt. Dass Waffen Skins haben oder dass Waffen einzigartig aussieht, ist jetzt nicht ganz so speziell. Das ist mittlerweile fast schon Standard. Aber dass die auch in den Sequenzen gezeigt werden, nicht unbedingt. Das finde ich immer sehr schön. Gibt so ein bisschen der Gruppe den eigenen Flair anhand der Waffen, die man denen dann gestattet hat, zu tragen. Also wir könnten jetzt das Ding mittlerweile bauen, es ist halt besser, ne? Es ist halt besser. Da können wir die Echsenflossen rein investieren. Und wenn wir einen Drachenflammensack bekommen, weiß ich noch nicht. Guck mal einfach mal.
Du hast immer noch das Windbuch, das ist auch sehr gut. Das kannst du auch behalten. Das Buch ist generell insgesamt besser. Das Wasserbuch würde ich einfach skippen. Wir haben eh gerade einen Ausrüstungsgegenstand bei ihr, der Wasser verstärkt. Da hätten wir noch erst bloß dafür gebraucht. Ah ja, alles klar. Na, ich glaube, ich warte lieber auf das Ding hier. Wobei, die Bücher zu Craft natürlich auch Sinn macht, wegen diesen Buchsammelgeschichten, klar. Hier bräuchten wir noch windgepeitschte Minen für die verbesserte Version. Man könnte auch die harte sphärische Hülle aufwarten. Da würde ich sie für sie eher ausgeben als für ihn oder so. Mal gucken. Rüstungen, oder wenn ich welche geben würde, würde ich sie gerade eh noch nicht kaufen wollen. Das ist mir zu früh. Aber Bauernhof führen macht Sinn. Ratten haben ein bisschen unsere Huhnernte kaputt gemacht, aber nicht so schlimm. Ja, ich glaube, momentan sind Schweine und Kühe immer noch wertvoller für mich. Ne? Ich hatte einfach mehr Rezepte für. Gut. Machen wir weiter. Was hast du da? Ah, ich muss die Tüten noch heilen. Fast vergessen. Und ich wollte auch noch angeln. Ah, mein Gott. Ich weiß ja nicht, ob das Sinn macht, wenn ich keine bessere Angel habe. Weil vergiss, ist das doch die einzige Angel nachher. Und es geht nachher nur darum, bessere Köder zu haben. Ich glaube aber nicht. Ich kann es mal testen. What is he doing? Reciting a... Das kann ich ja mal testen. Danke. Ich war so ins Angeln vertieft, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich fast selbst zum Fischköder geworden wäre. Oh, Meerbrasse. Die brauchte ich für ein Rezept. Hatte ich bisher noch nie. Oh. Die Göttin der Güte. Einen neuen Titel dafür sogar bekommen. Und eine Anzahl von Leuten heilen, nehme ich mal an. Erhöht Maximum AL, das ist immer supi. Ein Beweis der vielen Verletzungen, die Shion bereits geheilt hat. Mit der Zeit begannen die Menschen, sie als Göttin zu verehren. Wässriger Stoß, ein neuer Luftangriff. Reduziert A-Wirkungszahl, werden Kombos. Verbessert Heilungsarzt, das ist natürlich sehr gut. Da können wir ruhig rein investieren, das ist keine Frage. I wonder just how many people have been saved by Shion in some form. I'm impressed. There's rumors flying around about people being saved by a Renin vision of beauty. The vision of beauty? That's a bit much. Alphen had better stay on his... So, ich möchte erstmal Köder auswählen. Ja, man kann ja Angel I hope we bekommen. catch Ja. something decent. Ich brauche schon eine Hungry bessere Angel. bellies are counting on this. Adansee. Ich nutze den Celestia-Walfisch. Das sieht lustig aus. Ich weiß natürlich nicht, ob diese Dinger überhaupt hier, welche Fische hier existieren. Ne? Das ist das Hey, what do you Problem. think about that spot? Good idea. I'll go for that one. Wir gucken einfach mal. Oh, Wahrscheinlich müsste man erstmal wissen, welche Fische hier sind und dann entsprechend die Köder auswählen, damit die leichter zu fangen sind. So habe ich es gerade verstanden. I did it! But I'm not gonna quit now. Oh yeah! Hm, haben wir schon mal einen danischen Barsch? Bin mir nicht sicher. Glaube nicht, oder? Ha! There we go. Zwei Fische im Reiß, also gehen wir weiter. Ich habe Angeln ist aus, was das kann ich besser, glaube ich, zwischen den Folgen machen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so todinteressant. Aber ein bisschen muss man das auch machen. Gehört dazu, ne? Well, it's not Der ist auf jeden Fall bad neu. per se. Ein Could have been dreifarbiger worse. At least you caught something. Oh, wir haben 2 neue Fische gefangen. Ich glaube, der erste war auch neu. Bin mir nicht todsicher, aber ich meine ja. Könnte man schnell nachgucken im Toes. Buch. Im Angelnotizbuch, nein, nicht da. Ja, der war auch neu. Nee, war er nicht. Der war nicht neu.
Der sah nur anders aus. Weil das war nämlich der hier. Aber wenigstens ein neuer Fisch, ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. So. Where do I come into this? Ah, ich glaube, die muss ich machen, um an den Schatz daran zu kommen. Was ist denn das überhaupt? Roter Lavendel. What's this thing? Oh Gott, bist du schnell? Oh, ich hänge fest. Okay, den mache ich mir auch nochmal. Dann machen wir den zweimal. Oh, okay. Oh, Skill, sehr schön. Cooler Skill. It has some kind of camouflage. I'm on. Ready and begin. Watch it. That's what I get for shooting too high. Behold, the Earth pulse. Tectonic vision. Here, let me help. First aid! Benediction light. Heal. I really Benediction light. Sighted. Heal. What a relief. You're mine. Flush. Eat this. That's right, it does it. Take this. Eat this. Okay, here I go. Hitting rampage. Destruction. Now I'm in the groove. I'll crush you. Schön noch. Lightning reflexes. Tenebrous claw. First strike. Talon sword. On your knees. Healing I'll let you all down. Air pressure. Glacial spear. Nicht so schön war. Freeze Lancer. I'll bring you back from depths abyss. Double demon fang. Rising wyvern. Elusive deity. Tornado drive. Here. Damn it. You're mine. Let me Demon help. fang. Elusive deity. Leave the enemy's art for me. Das war zu langsam, Mist. No Das war ärgerlich. Coming through. Ha! Ein bisschen zu langsam. Scarlet Inferno. Ready and ready. Watch this. Dragon Paramount. Dragon burn in hell. Tornado drive. Eagle drive. Flaming thrust. Rising sun. I'm just getting. It was nice. Can you take it? Eat this. Can't get out of this. Now I can let loose. Hurricane. Glitter get carried in your face. I'll face you. Eagle I'm not done. Shouldn't have messed with me. Seismic rock. Take this. What? Charge like that can easily be fatal. Jump as well. I'll crush you! Lightning reflexes! Tenebrous claw! First strike! Here's a healing art. Kikara! I'll Ist stop sehr your unangenehm, dem movement. auszuweichen. And I'll stop your Also life. schwierig. An manchen Stellen finde ich irgendwie, keine Ahnung. I know fine weapon material when I see it. Naja, haben wir noch einen von denen besiegt, kann ja nicht schaden. Hier unten war sonst nichts mehr, ne? Gut, das heißt, wir müssen eh nach oben. Ich hoffe, das ist noch okay von der Anzeige her. In Sachen Lebensenergie meine ich, also HP. Ich drücke mir die falsche Taste gerade. Ganz ehrlich, wir rasten nochmal. Das ist das Blödste, wenn ich jetzt weitermache. Zwar der Buff ist zwar noch ziemlich lange drauf, was ärgerlich ist, aber mit dem AP-Verlust weiterzumachen, wenn da oben was Größeres wartet. The Vermilion vegetation certainly gives this realm a distinct, dumm. if somber ambiance. Seems like there's lots of fruit and plants that we can eat. I also can't help but notice the ceaseless howling of the wind. It should be easy to dry our laundry out here. I can't tell if these two are actually having a conversation or what. Die finsteren Schwingen, wir haben sogar noch mehr Gespräche. Gut, warum auch nicht? Hey, Rinwell, what was that whole legend you were talking about earlier, back when we were by the gate? Huh? Oh, you mean about the Darkwings? It's an old story about a Danon hero that's been passed down for generations. Like I said, I sure haven't heard it before. Yeah, me neither. Well, long ago, there was an evil king who tried to bring all of Dana to ruin. However, a pure black owl heard the pleas of the people and decided to help. It chose a young hero and bestowed upon them a holy flame that was capable of vanquishing the king. The story goes that the young hero challenged the king and defeated them with the flame. Seeing Dana had been saved, the people flew the crest of the Darkwings as thanks to the owl for its help. From what I understand, it used to be a really well-known story before the Renans came. I guess our people must have forgotten it over time. It's lucky for us you still know it. You sure are well-versed in these sorts of things, Rinwell.
You know, the part where the hero defeats the king with a flame reminds me a little of Alphen. Come on, it's just a story. Besides, if we're talking about an owl helping anyone, Hoodle would definitely choose Rinwell. Sure, I might have helped take out our own kind of evil king with the others, but I'm definitely no hero. That and Hoodle's wings aren't even black. Huh. So, dann rasten wir jetzt mal und machen was weniger Verschwenderisches. Oder wir könnten das neue Gericht machen, ne? Ein Erfahrungsboost ist ja eigentlich eine coole Sache. Den Blattfisch. Und sie holt sogar noch die Effektdauer. Das ist ziemlich gut. Ich müsste mal echt rausfinden, wo man die Meerbrasse fangen kann. Perfect and tastes just as good. Ich meine, Erfahrungsboosts sind immer gut, ne? Wenn die lange anhalten, noch besser. Ist egal, wie ich jetzt rede. Kisara, let's talk for a bit. Aber diesen Fisch muss ich erstmal fangen lernen. Was ich schon gerade tue. Vielleicht kommen wir mal ins Meer und da kann man Meerbrassen fangen. I'll take watch tonight. It's okay. Und wenn ich raten dürfte, ich behaupten, dass die wahrscheinlich jetzt schon irgendwo fangen kann. Ich müsste halt nur wissen, wo. Before we go, do you guys have everything? Ja. Alles und noch mehr. Die haben da auch noch so ein Steinchen, ne? Das wir abernten könnten. The heavens must be smiling. So. Die ganzen alten Sachen mal wieder einzusammeln ist Blödsinn, da sitze ich ja ewig dran. Also gehen wir mal wieder weiter. Wenn ich irgendwas von brauche, kann ich es immer noch gathern. Jederzeit. Außer sie sind wirklich nah dran, wie jetzt der Kopfsoldat hier. Und schnell aufgehoben. So. Hier war ja nichts mehr, glaube ich, oder? Oh, ich frage mich gerade, ob bei den Wölfen noch irgendwas war. Warum sollte man da überhaupt hin? Ich gehe nochmal hin und kill die nochmal. Hier könnte hier sich noch irgendwas verstecken. Ich glaube aber nicht tatsächlich. Egal, machen wir den mal zusammen. Let's dispose of the trash. I'm on! Grind you into dust! Glacial steel. Sword rain alpha! Begin! These ones can have freaks around us. Everlasting dark! Negative gate! Leave the ensnaring to me. Yeah! Can you take it? To me! Sonic run! I wish I could throw like you, Law. You wish to learn my secrets, young Alphen? Please, teach me the art of defense! You want Grandmaster Kisara for that. Demon's Descent! Flashing Fang! You missed! I'm on it! You're mine! Double Demon Fang! Crush! Glacial steel. Here's the evil. Okay, here I go! The everlasting dark. Negative gate! I'm on it! I'll face you. Eat this! Take this! Elusive deity. Demon Fang! I'll face you. Do it! Goodwill! Demon's Descent! Flashing Fang! Das waren die Wölfchen. We can really make weapons with this? Ich brauchte eh noch die Mähne, ne? Ich erinnere mich. Nee, sind nur die Äpfel. Gut, auch die brauchen wir manchmal. Die muss ich aber nochmal bekämpfen, das heißt, das würde ich euch dann ersparen. Und ich schaffe es an dir vorbeizulaufen, dann ist es egal. Okay, hier ist dieser Turm, den ich... Ja. Du bist einfach nur derselbe wie immer, ne? Diesmal aber mit Verbündeten dabei, aber du hast eine geile Truhe. Oder... Nee. Ja gut, das Ding wird nichts Besonderes sein, nichts Interessantes sein. Das heißt, das mache ich eben ohne euch. Das Vieh kennen wir ja schon. Es wird nur länger dauern wegen den komischen Windelementaren. Also, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Truhe looten, ja? I won't rest until I'm Ui. the best I can be. Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong when battle is a part of your everyday. Ich hätte nichts dagegen, so einen nie wieder besiegen zu müssen. Ist immer ein bisschen HP-Verschwendung. Einfach wegen diesen ganzen AOE-Attacken um sich herum. Wo er sowieso immer alle trifft. Mich vielleicht dann nicht, aber okay, die KI auf jeden Fall. Versiegelte Klinge, ein gewaltiges Schwert, dessen separate blaue Klinge eingelassen wurde. Diese beiden Relikte scheinen auf ein geheimnisvolles Rätsel zu deuten. That treasure. What a sweet sounding ring it has. You really think so? Ist schon sehr interessant, ist ein Artefakt. Wir wüssten nicht, was dann anzufangen ist, aber klingt ja gut, ne? Die Wölfchen müssen wir noch platt machen, um zurückzukommen und die Eule zu holen, ne? Und dann haben wir dieses Gebiet auch geschafft.
Ja, für optionales Gebiet war da schon ordentlich was zu tun. You're quite the gunslinger. I have to be, in this world. Don't worry, I've got your back. Huhu. Huhu. Wütende Brille. Brille, mit der der Träger aussieht, als wäre er wütend, sogar wenn er ganz tief schläft. Huhu. Hu. Und ich glaube, das war's auch, oder? Ich Look, bin mir Poodle! One of your buddies! relativ sicher, dass wir hier alles geholt haben in diesem Gebiet. Sehr zufriedenstellend. War ja auch gut was zu tun hier, keine Frage. Ich kann hier jetzt schnell reisen zum Adansee, das finde ich supi. Dann würde ich die Folge erstmal beenden. Ich raste nochmal eben kurz. Nee, wir rasten nächstes Mal, There's something in the falls noch water. Gespräche kommen. Also, bis dann. Bye, bye.